Stopp! Bevor ihr das nächste Mal im Supermarkt zum bekannten Markenprodukt oder zum günstigsten Aufstrich greift, müsst ihr dieses Ranking sehen. Ich zeige euch heute die 10 bekanntesten Frischkäsemarken, von Finger weg bis zum Mars-Testsieger. Und am Ende verrate ich euch ein Geheimrezept, wie ihr den cremigsten Frischkäse für nur ein paar Cent komplett ohne Chemie selber macht. Bevor wir zum Ranking kommen, müsst ihr verstehen, wie die Industrie bei diesem Alltagsprodukt trickst. Hier sind die 4 Fakten, die jeder Käufer kennen sollte. Gesetzlich ist der Begriff Frischkäse streng geschützt. Er darf eigentlich nur aus Milch, Rahm und Milchsäurekulturen bestehen. Sobald ihr aber das Wort Zubereitung auf der Packung lest, hat der Hersteller freie Fahrt. Er darf das teure Milchfett durch billige Molkenerzeugnisse, modifizierte Stärken und Verdickungsmittel wie Guacanmehl ersetzen. So wird das Produkt künstlich schwer und cremig gehalten, während der echte Käseanteil sinkt. Wie schon bei meinem Lindcheck erwähnt, sind fettreiche Lebensmittel extrem anfällig für Schadstoffe. Diese Stoffe reichern sich im Körper an und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Viele greifen zur fettreduzierten Variante, doch das ist oft ein Trugschluss. Da Fett der wichtigste Geschmacksträger ist, schmeckt der Käse ohne ihn nach fast nichts. Um das zu kompensieren, nutzen viele Marken einen Trick. Sie fügen versteckten Zucker oder künstliche Aromen hinzu, damit der Kunde den faden Geschmack nicht bemerkt. Am Ende spart ihr vielleicht Fett, esst aber ein hochverarbeitetes Laborprodukt. Wer trickst am meisten und wer liefert echte Qualität? Wir starten direkt mit Platz 10. Bresso. Wenn ihr die Packung seht, denkt ihr wahrscheinlich an Urlaub, frische Kräuter und französische Handwerkskunst, oder? Aber ich sage euch, die Fassade bröckelt sofort, wenn ihr das Ding umdreht. Schaut mal ganz genau auf das Kleingedruckte. Da steht meistens nicht Frischkäse, sondern Frischkäsezubereitung. Und dieser kleine Namensunterschied ist der Freifahrtschein für die Industrie. Während echter Frischkäse fast nur aus Milch und Rahm bestehen darf, ist eine Zubereitung wie ein Chemiebaukasten. Hier wird das teure Milchfett oft durch billige Molkenerzeugnisse ersetzt, nur um die Marge nach oben zu treiben. Und jetzt mal ehrlich, habt ihr euch nie gefragt, warum das Zeug so extrem intensiv nach Kräutern schmeckt? Die Antwort wird euch nicht gefallen. Laboraromen. Wenn die Qualität der Kräuter wirklich so gut wäre, wie die Werbung behauptet, bräuchte man kein natürliches Aroma, um euren Sinnen etwas vorzugaukeln. Damit das Ganze dann im Mund noch schön cremig wirkt, rühren Sie Verdickungsmittel wie Guacanmehl unter. Das ist kein Käse mehr, das ist ein industriell zusammengebautes Konstrukt, das euren Magen sogar reizen kann. Dazu kommen die Ergebnisse aus den Laboren. Bei solchen Kräutermischungen finden Tester immer wieder Pestizidrückstände. Ihr zahlt hier also einen Premiumpreis für billige Füllstoffe, künstliches Aroma und Gifte, die ihr im Körper nicht haben wollt. Weiter geht's mit Platz 9. Ja, das wahrscheinlich in fast jedem Einkaufskorb landet, wenn man sparen will. Aber ich sage euch, billig hat hier seinen ganz eigenen Preis, den ihr mit eurer Gesundheit und dem Geschmack bezahlt. Wenn ihr euch die Packung anschaut, wirkt alles ganz normal. Aber der wahre Horror steht in der Zutatenliste. Hier sehen wir genau das, was ich am Anfang erklärt habe. Die Industrie spart am teuren Rahm und ersetzt ihn durch Johannisbrotkernmehl und Guacanmehl. Warum machen die das? Ganz einfach. Diese Stoffe binden Wasser extrem gut. Man nimmt also weniger teure Milchmasse, rührt billiges Wasser und Verdickungsmittel unter und bekommt trotzdem eine feste, cremige Konsistenz. Ihr kauft hier also im Grunde gebundenes Wasser, das als Käse getarnt ist. Aber es wird noch schlimmer. Bei diesen extrem günstigen Eigenmarken sparen die Hersteller oft massiv an der Qualität der Rohstoffe. In Tests landen solche Discounterprodukte regelmäßig auf den hinteren Plätzen, weil die mikrobiologische Qualität gerade so die Kurve kriegt oder die Sensorik einfach nur flach und säuerlich ist. Da ist kein Charakter, keine Tiefe, nur eine künstlich stabilisierte Masse. Und denkt an die Mineralöle. Gerade bei den billigen Kunststoffbechern ohne schützende Alufolie wandern die Schadstoffe aus der Verpackung direkt in das fettreiche Produkt. Jetzt kommen wir zu einem Namen, an dem keiner vorbeikommt. Platz 8. Philadelphia. Er gilt für viele als der Goldstandard, das Original.
Aber wenn wir uns die Fakten anschauen, ist Philadelphia vor allem eines: ein Meisterwerk des Marketings, aber ein Albtraum für informierte Käufer. Wisst ihr, warum dieser Käse so unnatürlich fluffig ist? Erinnert ihr euch an die Stickstoffaufschlagmethode vom Anfang? Philadelphia ist der König dieses Tricks. Der Käse wird unter extremem Druck mit Stickstoff aufgepumpt. Das Ergebnis? Ein Becher, der prallvoll aussieht, aber in Wahrheit zu einem massiven Teil aus Luft besteht. Ihr zahlt hier den Premium-Markenpreis für ein aufgeblasenes Volumen, während kompakte Naturprodukte für weniger Geld viel mehr echte Käsemasse bieten. Aber es geht noch weiter. Schaut euch mal die Zutatenliste der klassischen Varianten an. Wir finden auch hier wieder Molkerzeugnisse und Verdickungsmittel. Warum braucht der weltweite Marktführer Chemie, um seinen Käse stabil zu halten? Weil der echte Fettgehalt und die traditionelle Reifung oft nicht ausreichen, um diese typische Philadelphia-Cremigkeit zu erzeugen. Es ist ein industrielles Designprodukt. Und dann ist da noch das Thema Schadstoffe. In Labortests von Magazinen wie Ökotest landet Philadelphia immer wieder nur im Mittelfeld oder sogar im befriedigend Bereich. Der Grund? Rückstände von Mineralölen, MOSH, die oft durch die Produktion oder die Verpackung in den fetthaltigen Käse wandern. Auf Platz 7 haben wir eine Marke, die euch wahrscheinlich sofort einfällt, wenn ihr an fluffig denkt: Mireille. Und hier wird es fast schon dreist. Während andere Hersteller versuchen, den Lufttrick zu verstecken, macht Mireille ihn zum Star der Show. Habt ihr euch mal die Werbung angeschaut? Da wird mit Begriffen wie locker leicht und französische Leichtigkeit geworben. Aber was bedeutet leicht in der Welt der Lebensmittelindustrie wirklich? Es bedeutet meistens: wir haben so viel Luft in das Produkt geschlagen, dass ihr am Ende weniger Käse für euer Geld bekommt. Schaut euch mal das Gewicht im Vergleich zur Bechergröße an. Mireille nutzt oft die Stickstoffinjektion, um das Volumen künstlich aufzublähen. Das Resultat ist diese typische, fast schon schaumige Textur. Aber Luft sättigt nicht und Luft hat keinen Nährwert. Ihr kauft hier eine optische Täuschung. Und als wäre das nicht genug, schauen wir uns die Basis an. Auch Mireille deklariert sich oft als Frischkäsezubereitung. Das gibt ihnen wieder die Freiheit, mit Stickstoff, Verdickungsmitteln und Aromen zu arbeiten. Besonders bei den Knoblauch- oder Kräutervarianten wird ordentlich mit Geschmacksverstärkern oder Aromen nachgeholfen, damit die luftige Masse überhaupt nach etwas schmeckt. In unabhängigen Tests fällt Mireille zudem oft durch eine hohe Belastung an Verpackungsrückständen auf. Das Fett im Käse saugt die Schadstoffe aus dem Plastikbecher förmlich auf wie ein Schwamm. Kommen wir zu Platz 6 und damit zu einem Produkt, das viele für die kluge Alternative halten: Milsani von Aldi. Auf den ersten Blick wirkt hier alles super. Der Preis ist unschlagbar und es steht Frischkäse drauf. Aber ist günstig hier wirklich auch gut? Machen wir den Realitätscheck. Milsani ist das klassische Beispiel für ein Produkt, das an der Grenze zur Akzeptanz balanciert. Ja, ihr spart Geld, aber ihr zahlt einen Preis bei der Reinheit. In Labortests, wie von Ökotest, tauchen bei Discounter-Eigenmarken wie Milsani immer wieder Mineralölrückstände. Warum passiert das gerade hier? Bei der Massenproduktion für Discounter muss alles schnell gehen. Die Schmieröle an den Abfüllanlagen oder minderwertige Recyclingverpackungen sind oft die Quelle. Da Fett im Käse diese Schadstoffe magisch anzieht, landet der Dreck am Ende auf eurem Brot. Diese Stoffe reichern sich in euren Organen an und haben dort absolut nichts zu suchen. Ein weiterer Punkt ist die Herkunft der Milch. Bei diesem Preisdruck könnt ihr euch vorstellen, wie die Kühe gehalten werden. Wir sprechen hier von industrieller Massenware. Der Geschmack ist oft flach und sehr säuerlich. Ihm fehlt die Tiefe, die ein langsam gereifter Käse hat. Damit die Konsistenz trotzdem stimmt, wird auch hier oft mit Hitzebehandlungen und Standardisierung gearbeitet, was die natürlichen Vitamine der Milch fast komplett zerstört. Jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung. Auf Platz 5 haben wir Ala Buco. Und ich muss ehrlich sein, in einer Welt voller Chemie-Baukästen ist Buco eine echte Erleichterung. Warum? Schaut euch die Zutatenliste an. Das ist einer der ganz wenigen konventionellen Frischkäse, der komplett ohne Verdickungsmittel und ohne Aromen auskommt. Keine E-Nummern wie Guacanmehl oder Johannisbrotkernmehl. Das ist ehrliches Handwerk. Milch, Rahm, eine Prise Salz und Milchsäurekulturen.
Dafür gibt es von mir einen fetten Pluspunkt in Sachen Transparenz. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum es nur für Platz 5 reicht. Das Fettdilemma. Buko setzt bei seinen cremigen Varianten extrem auf den Fettgehalt, um die Textur ohne Chemie zu halten. Wir reden hier oft von der Doppelrahmstufe. Das schmeckt zwar super, ist aber eine wahre Kalorienbombe. Dazu kommt ein Problem, das viele nicht auf dem Schirm haben: die Nachhaltigkeit. Arla ist ein riesiger Molkereikonzern. Während die Zutatenliste sauber ist, ist die industrielle Herkunft der Milch oft ein Kritikpunkt. In Sachen Tierwohl und Pestizidfreiheit auf den Weiden können sie mit den Biomarken, die gleich noch kommen, einfach nicht mithalten. Und auch hier das leidige Thema Plastik. Die Becher sind zwar stabil, aber das Risiko von Stoffübergängen aus der Verpackung bleibt bei konventionellen Kunststoffen ohne Barriereschutz immer bestehen. Auf Platz 4 landen wir bei einem echten Klassiker: Almette. Jeder von euch kennt das ikonische kleine Holzfässchen im Kühlregal. Und genau hier fängt der erste psychologische Trick an. Diese Verpackung soll euch unterbewusst signalisieren: hier kaufst du Tradition, Handwerk und Alpennatur. Aber lassen wir uns nicht blenden. Wenn ihr das Holzfässchen umdreht, ist es am Ende des Tages Plastik. Die Holzoptik ist reines Marketing, um einen höheren Preis zu rechtfertigen. Aber wie sieht es inhaltlich aus? Almette ist geschmacklich bei fast allen Blindverkostungen ganz vorne mit dabei. Die Sensorik ist top, die Konsistenz ist cremig, ohne so extrem aufgepumpt zu wirken wie bei Philadelphia. Das Problem liegt im Detail der Zutatenliste. Auch hier finden wir bei vielen Sorten wieder Verdickungsmittel wie Johannisbrotkernmehl. Es ist also kein reines Naturprodukt, sondern wird im Labor auf diese perfekte Textur getrimmt. Ein weiterer Punkt: die Herkunft. Almette wirbt massiv mit der Alpenmilch. Das klingt romantisch, aber in der Realität bedeutet das oft industrielle Milcherzeugung im großen Stil. In Labortests schneidet Almette meistens gut ab, aber eben fast nie sehr gut. Bevor wir zu den Top 3 kommen, ein kurzer Hinweis. Frischkäse besteht ja zum Großteil aus Milch und Rahm. Wenn ihr wissen wollt, worauf ihr bei diesen Basisprodukten achten müsst, schaut euch unbedingt meine Checks zu Milch und Butter an. Ich verlinke euch die Videos jetzt hier oben in der Infokarte. Da habe ich die Industrietricks bei den Rohstoffen schon mal genau unter die Lupe genommen. Aber jetzt zurück zu unserem Ranking. Wer liefert die beste Qualität im Becher? Auf Platz 3 steigen wir endlich in die Bio-Liga ein mit Alnatura. Und hier merkt ihr sofort den Unterschied. Wenn ihr diesen Becher öffnet, seht ihr keine aufgepumpte Stickstoffmasse, sondern ein ehrliches Naturprodukt. Was macht Alnatura so viel besser als die Plätze davor? Es ist das, was nicht drin ist. Keine Verdickungsmittel, keine künstlichen Aromen und vor allem keine Pestizidrückstände in den Kräutern. Da es Bioqualität ist, dürfen die Kühe auf die Weide und fressen frisches Gras statt Genmais aus Übersee. Das schmeckt man nicht nur, das ist auch messbar an einem höheren Anteil an gesunden Omega-3-Fettsäuren. In Labortests glänzt Alnatura regelmäßig mit Bestnoten bei der Reinheit. Das Risiko von Mineralölen ist hier deutlich geringer, weil die gesamte Produktionskette strenger überwacht wird. Liebe Freunde, wenn euch diese Informationen bisher weitergeholfen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal ein wenig unterstützt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. So verpassen wir uns in Zukunft nicht und ihr seid immer sofort informiert, wenn ein neuer Check online geht. Ein Daumen hoch für dieses Video hilft mir zudem sehr, damit ich diese wichtigen Fakten weiterhin für euch recherchieren kann. Mich würde auch brennend interessieren: welchen Frischkäse habt ihr früher am liebsten gegessen? Schreibt mir eure Erfahrungen doch mal unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr darauf, von euch zu lesen und antworte euch gerne. Kommen wir zur absoluten Oberklasse und damit zu Platz 2: Andechser Natur. Wenn ihr im Supermarkt vor dem Regal steht und keine Lust mehr auf Experimente habt, dann ist das hier eure sicherste Bank. Warum ist Andechser fast unschlagbar? Während die großen Industriemarken ihre Milch oft durch extreme Erhitzung und mechanische Prozesse regelrecht tot verarbeiten, setzt man hier auf maximale Schonung. Und das sieht man sofort an der Zutatenliste: Biomilch, Biorahm, ein wenig Meersalz, das war's. Hier gibt es keine versteckten Hilfsstoffe,
keine Gummizusätze wie Guacanmehl und absolut keine künstlichen Aromen. Aber der wahre Grund für Platz 2 ist die kompromisslose Reinheit. In fast jedem großen Labortest von Ökotest oder Stiftung Warentest räumt Andexer das Urteil sehr gut ab. Während andere Plätze in meinem Ranking mit Mineralölrückständen oder Reinigungsmittelresten zu kämpfen haben, ist dieser Käse laborrein. Zudem wisst ihr hier genau, wo die Milch herkommt. Von Bioland- oder Naturlandbauern, die ihren Kühen echtes Weideland und ein würdevolles Leben ermöglichen. Ihr zahlt hier also nicht für ein aufgeblasenes Marketingbudget wie bei Philadelphia, sondern für echte Rohstoffqualität und Tierwohl. Aber bevor wir zur absoluten Nummer 1 kommen, habe ich einen Hack für euch, der die gesamte Industrie alt aussehen lässt. Warum solltet ihr für Stickstoff und Chemie bezahlen, wenn ihr den cremigsten Frischkäse der Welt buchstäblich im Schlaf selber machen könnt? Ich zeige euch jetzt, wie ihr aus einer einzigen Zutat ein Premium-Produkt zaubert. Alles, was ihr braucht, ist ein großer Becher griechischer Joghurt mit 10% Fett und eine Prise Salz. Und so einfach funktioniert's. Ihr nehmt den Joghurt, rührt das Salz unter und gebt das Ganze in ein Sieb, das ihr vorher mit einem sauberen Küchentuch ausgelegt habt. Jetzt stellt ihr das Sieb über eine Schüssel und stellt alles über Nacht in den Kühlschrank. Während ihr schlaft, erledigt die Schwerkraft die ganze Arbeit für euch. Die überschüssige Molke tropft langsam in die Schüssel ab und was im Tuch zurückbleibt, ist das pure Konzentrat. Ein Frischkäse, der so unfassbar fest, cremig und intensiv schmeckt, dass ihr den Kram aus dem Supermarkt nie wieder anrühren wollt. Schaut euch am nächsten Morgen mal die Schüssel an. Diese gelbliche Flüssigkeit da drin, das ist die Molke. In der Fabrik wird genau diese Masse oft mit billigen Pulvern und Verdickungsmitteln gestreckt, um Volumen vorzugaukeln. Bei euch ist es genau umgekehrt. Ihr habt die pure Essenz, 100% Natur und das für einen Bruchteil des Preises. Das ist mein persönlicher Sieger der Herzen. Aber für alle, die im Supermarkt die schnellste und sauberste Lösung suchen, hier ist der wahre Champion der Marken. Platz 1: Berchtesgadener Land. Das ist für mich die unangefochtene Nummer 1. Warum? Weil diese Marke das schafft, was fast alle anderen in diesem Ranking verpatzen. Während die Konkurrenz mit Mineralölrückständen, Reinigungsmittelspuren oder Stickstofftricks kämpft, liefert Berchtesgadener Land in Labortests regelmäßig die saubersten Ergebnisse ab. Hier bekommt ihr keine Chemie und kein Guacanmehl, sondern pure Bioqualität von Bergbauern, die ihre Kühe noch auf echte Weiden schicken. Es ist eine Genossenschaft. Das heißt, ihr unterstützt keine anonymen Großkonzerne, sondern faire Preise für die Landwirte. Ihr bekommt hier einen Frischkäse, der so nah an mein Selbermachrezept herankommt wie kein anderer. Pur, ehrlich und verdammt lecker. Mein Fazit: Leute, lasst euch nicht von schicken Verpackungen oder dem Wort locker leicht täuschen. Wenn ihr echten Genuss wollt, schaut auf die Zutatenliste. Je kürzer, desto besser. Meidet die Frischkäse-Zubereitungen und greift zu echtem Naturfrischkäse oder, noch besser, macht ihn einfach selbst, so wie ich es euch gerade gezeigt habe. Euer Körper und euer Geldbeutel werden es euch danken. Schreibt mir mal in die Kommentare. Welche Marke landet bei euch im Einkaufskorb? Und habt ihr Frischkäse schon mal selbst gemacht? Wir sehen uns im nächsten Check. Bleibt kritisch.